Saftiger Rhabarberkuchen mit Baiser. Hallo und sofort legen wir los. Kommt mit! Der Rhabarberkuchen besteht aus 3 verschiedenen Rezepten. So habe ich jetzt immer wieder probiert und so ist er am besten. Ihr werdet sehen, euch schmeckt er auch. Bevor wir starten, nehmen wir noch unseren schwäbischen Begriff. Was hast du denn heute rausgesucht? Heute nehmen wir eine Gauche. Oh, okay. Wir lösen am Ende auf. Als allererstes nehmen wir unseren Rhabarber überzuckern. Der tut ein bisschen Wasser ziehen dann. Normaler Zucker, oder? Denk normaler Zucker. Da tue ich so 2 Esslöffel drüber und lassen jetzt standen. Und dann kann er Wasser ziehen. Und wir machen unseren Quarkölteig. Wir machen unseren Quarkölteig. Wir tun Quark rein, den Zucker, Öl, Milch. Wie ihr wisst, ich schreibe euch die Zutaten unten rein. Ein Teelöffel Backpulver vermischt mit Mehl. Schön verkneten lassen. Jetzt wird er aber langsam. Ja. Hörst du das, wenn wir so mal nennen? Der ist fertig. Ein Zeichen dafür. Unser Quarkölteig ist fertig. Ich zeig's euch. Na, gucken wir mal an. Eine saubere Walze. Schön zusammengeknetet. Wo ist mein Teig? Wir machen weiter. Wir machen unseren Boden. Ein bisschen Mehl nehmen. Und auch oben ein bisschen Mehl. Dann ausrollen für die Form oder ihr druckt in eine Form rein. Ich mache mein Backen ohne Boden. Auswählen, dass er nachher in unsere Form reinpasst. So, probieren, ob es passt. Jawohl. Was machst du mit dem Rest? Wischle außenrum. Ah, Die Nähte zu. So ist gleich. Das tun wir weg. Das brauchen wir. Setzen wir ihn gleich da drauf. Jetzt machen wir unsere Nähte zu und schlaucht das nachher die Rhabarbermasse aus. ach so machst du das. Ja, die Nähte verschließen. Dann machen wir wieder nächste Wischle und drucken das wieder nach. Jetzt ist quasi abdichten, oder? Jawohl, gucken, dass alles schön zu ist. Immer beim Backen verbindet sich das ja nachher. Und dahinter so dicker Wulst mag man ja auch essen. Wir stechen unseren Teig ein, machen quasi Luftlöcher rein, weil wenn der nachher backt, schafft er und wölbt sich und das wollen wir ja nicht. Also geben wir ihm die Möglichkeit, die Luft so rauszulassen und auch im Rand. Zum nächsten Schritt kommen wir, aber vorher machen wir Ihren Backofen an auf Ober-Unterhitze 170 Grad. Und wir machen jetzt unseren Pudding.
Wie ihr seht, der Zucker hat sich mit dem Rhabarber verbunden und der Rhabarber zieht Saft. Unser Pudding braucht nicht extra normalen Zucker, weil wir haben ja den Rhabarber zuckert und der kommt ja dann nachher rein. Und wir machen den auch nicht so nach Anleitung, sondern mit weniger Milch, sonst wird euch nachher das zu flüssig. Also, wie gesagt, und Mengeangabe habe ich euch ja unten drin. Wir tun unser Eigelb rein. Das lassen wir nicht verkommen, weil das Ei weiß brauchen wir ja nachher zum Baiser. Machen unseren Pudding rein und rührt mit unserer Milch eine glatte Masse. Und dann wird aufgekocht. Macht es nicht so heiß, sonst brennt er euch unten rein, weil der wird ziemlich schnell dick, weil ja weniger Milch drin ist. Schaumert schon. Habe ich gut aufgeschlagen. Wir schalten unseren Pudding aus und lassen den jetzt noch voll fest werden. Pudding hat jetzt super Konsistenz. Und darunter tun wir jetzt unseren Rhabarber. Komplett mit dem Zuckerwasser. Kommt er jetzt rein und wird alles zusammen untergehoben. Nicht verschrecken, das ist schon ein bisschen noch flüssig, aber wenn der Kuchen nachher fertig ist und erkaltet, ist das eine richtig schöne, saftige Masse. Jetzt in unsere Kuchenform. Schön verteilen. Dass überall Rhabarber drin ist. Der Pudding sucht sich seinen Weg selber und füllt aus. Und jetzt geht er für 40 Minuten in den Backofen. Wir sind am letzten Schritt. Der Rhabarberkuchen kommt gleich raus und wir machen nur ein Baiser oben drauf. Eiweiß mit einer Prise Salz schlagen wir jetzt schön steif auf. Weil kommt schön. Ja, der ist fertig, der Eischnee. Und jetzt lassen wir langsam den Zucker einrieseln. Gebt eine Prise Zimt dazu oder so viel ihr wollt. Schön aufgeschlagen. Richtig schön fest. Oh ja. Und der kommt jetzt über den Rhabarberkuchen drüber. Unser Rhabarberkuchen war 40 Minuten drin. Wie ihr seht, hat sich die Masse gestockt. Und wir machen jetzt unseren Baiser drauf. Ihr könnt jetzt mit einem Löffel, so mache ich, den Baiser draufsetzen und nachher verstreichen. Oder ihr macht den in eine Spritztülle rein, Beutel, und könnt den auch drauf machen. Streichen wir das über den Kuchen. Die Konturen sieht man nachher trotzdem. Schön zugedeckt haben wir. Und jetzt geht er nochmal auf 150 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen für 20 bis 25 Minuten. Schön hellgelb backen.
fertig ist der Rhabarberkuchen. Den lassen wir jetzt schön auskühlen und dann befreien wir ihn aus der Form und schneiden den an. Schöne Wölkle. Ich habe euch noch einen Tipp. Wenn die Rhabarberzeit vorbei ist, den Kuchen könnt ihr sehr gut mit Treibler oder mit Stachelbeeren machen. Ich hoffe, ihr wisst, was Treibler sind. Das sind die schwäbische Johannisbeeren. So, jetzt sind wir aber am Ende. Jetzt lösen wir nur auf. Was haben wir denn für einen schwäbischen Begriff gehabt? Heute haben wir Gouche. Gouche. Das haben wir früher immer gerne da auf der Gouche gouchet. Auf der Schaukel geschaukelt. Gouche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mir hat es gefreut, wieder ein Rezept an euch weiterzugeben. Und mir freut es, wenn ihr es nachmacht oder auch, wenn ihr jetzt andere Sachen dann ausprobiert an Obst, mir einen Kommentar hinterlasst, einen Daumen hoch und vielleicht noch ein Abo. Und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Bis dann, ciao!